Hallo meine Lieben, heute zeigen wir euch das legendäre Set Kaffee Corner. Nein, natürlich nicht. Leider zeigen wir es euch nicht, aber wir können es euch zeigen, wenn ihr es mal sehen wollt. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen wieder zurück in Wild City. Oh ja. Let's Go Wild ist heute wieder am Start. Rita ist wieder mal kalt, das ist nichts Neues. Und das, obwohl sie heute schon Tee und Kaffee getrunken hat. Aber ja, was soll's. Es fehlt der Kakao. Vielleicht noch ein Kakao. Wir haben uns jetzt mal mit den kleinen Details unserer Stadt ein bisschen beschäftigt. Ihr sagt ja immer, dass unsere Stadt schön aussieht. Wir finden das auch, aber man kann das natürlich noch verbessern. Wir haben jetzt quer durch die Stadt verteilt ein paar Kleinigkeiten aufgebaut und die wollen wir euch gern zeigen und euch natürlich fragen, was ihr davon haltet. Ja, jetzt starten wir doch gleich trotzdem mit unserem Studio, denn ich habe bei unserem Studio ein paar kleine Szenen eingebaut und was ich auch gemacht habe, ich habe hier ein paar Blumen rundherum gesetzt, also diese Blätter, diese ja, dreiblättrigen Blätter und ein paar Blumen drauf, weil ich mir gedacht habe, das sieht dann irgendwie netter aus. Genau, als erstes, wir haben jetzt noch so Fensterpaneele gefunden, allerdings nur in gebrauchtem Zustand, die sind ein bisschen zerkratzt. Schauen wir mal, ob wir da noch neue bekommen oder ob wir die Kratzer irgendwie entfernen können. Ein blaues Panel ist da hinten auch noch drin, so ein blauer 2x5 Stein in blau transparent, aber den tauschen wir auch noch aus und das sieht jetzt eigentlich ganz nett aus. Der Boden ist jetzt fix mit Parkettboden ausgelegt. Ja. Und wir haben auch schon ein paar Figuren, die hier zusehen. Genau. Bei unserem Videodreh allen voran ist hier mit am Start die Noppensteinstube und die Super Brick Brothers. Genau. Die sind hier mit dabei und schauen sich natürlich jedes Video an. Ich hoffe, das stimmt auch in Natura. Ja, ich hoffe doch. Und ja, die sind hier Fans von uns und sind bei unserem Studio. Genau. Aber auch ein paar andere Personen haben sich sogar einen Keks mitgenommen. Für eine gute Unterhaltung immer sehr gut. Genau, also wie gesagt, das Studio ist jetzt hier genau beim Eingang unseres Lego-Raums. Da sieht man gleich hin, das sieht sehr nett aus, finde ich. Und ich habe hier eben zum Beispiel eine Mutter, die sieht nicht ganz durch die Kamera durch. So, die muss ihren Kopf noch ein bisschen drehen. Eine Mutter, die ihren Sohn fotografiert, der ein großer Fan von uns ist. Dann haben wir auch noch einen weiteren Fan, der aussieht wie Nick Carter von den Backstreet Boys. Ja, wieso auch nicht? Er ist auch Fan von uns natürlich. Genau, der sieht hier von der Seite zu. Dann eine Dame, die eigentlich bei den Gleisen sitzt und auf den Zug wartet, aber die auch so nebenbei die Unterhaltung genießt. Dann haben wir hier einen Herrn, der uns fotografiert. Einer, der sich komplett totlacht, weil er irgendeinen Witz vielleicht gehört hat oder das einfach lustig findet, dass da so ein Studio steht. Und hier auch wieder Mutter mit Sohn, die sich das anschauen. Der Herr hier mit dem lustigen Outfit und dem, schätze ich, Cowboy-Hut, der ist eigentlich nur zufällig hier und geht vorbei. Und vielleicht schaut mal rein. Ein neuer Abonnent, der würde uns bestimmt gleich abonnieren, wenn er das sieht. Ja, das hoffe ich doch. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Sehr nett auf jeden Fall, gefällt mir wahnsinnig gut und das ist irgendwie so gleich mal der erste Eyecatcher, wenn man in den Raum hineingeht, abgesehen natürlich von der Downtown und vom Hafen. Dann geht's weiter. Wir zeigen euch, was wir noch so gemacht haben. Und es ist hier bei dieser Tankstelle, ist schon relativ lang, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, eine Telefonzelle gestanden. Mit der war ich so mittelmäßig zufrieden. Wir haben uns jetzt aber ein Buch gekauft, oder besser gesagt, wir haben es geschenkt bekommen. Genau, von Nikolaus. Mit ein paar coolen Lego-Ideen. Da haben wir uns jetzt mal ein bisschen eingelesen und wir haben inspiriert von diesem Buch jetzt hier eine Telefonzelle nachgebaut, die, wie ich finde, um einiges besser aussieht als die alte. Ich finde auch. Also das ist jetzt hier, diese Ecke an der Tankstelle ist jetzt hier auf jeden Fall um einiges aufgewertet, wie ich finde. Und
Dann haben wir noch ein paar andere Sachen nachgebaut, aber ich glaube, die sind eher beim Vergnügungspark. Dann gehen wir hinüber, ja genau. Gehen wir in die andere Richtung. Ich weiß nämlich, wir haben nämlich für das Video jetzt was vergessen vorzubereiten, aber dann machen wir das jetzt live im Video. Ihr wollt ja sowieso immer, dass wir mehr vor der Kamera bauen und euch nicht immer nur die fertigen Produkte präsentieren. Hier habe ich was eingebaut, das ist, weiß nicht, vielleicht sein Zwillingsbruder, nochmal Hansi mit einer Werbetafel von den Super Brick Brothers, der hier die Autofahrer, die vorbeifahren, anwinkt und ihnen seine tollen Produkte unterbreiten will. Und wie ihr den Guten kennt, hat er da großen Erfolg dabei. Er kennt sich vor lauter Bestellungen nicht mehr aus und ja, er muss bald mehrere Mitarbeiter einstellen, damit er das Geschäft überhaupt noch am Laufen halten kann. Also er ist da sehr erfolgreich. Wie ihr seht, am Park hat sich noch nicht so viel getan, außer dass wir jetzt mal diese Anlage vom Stadtplatz eingebaut haben. Das ist aber nur temporär. Da warten wir noch auf Teilebestellungen für den Baum. Aber ja, so viel dazu. Dann geht es weiter mit einer ganz tollen Idee, welche Rita auch aus diesem Buch hat. Moment, wir stellen uns hier unter das Fenster, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Ich bin gespannt, ob ihr erkennt, was es sein soll. Da, 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 da. Ihr habt kurz Zeit zum Raten. Es ist ein kleines Puppentheater. Genau, ein Kasperltheater. Nämlich mit dem Betsy-Bär und dem Krokodil. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Krokodil eigentlich geheißen hat früher, aber das ist doch immer kaut worden vom Kasperl. Naja, auf jeden Rita erinnert sich an ihre Kindheit. Ja. Die Idee finde ich so toll. Ich frage mich, warum wir da noch nicht selbst drauf gekommen sind. Ja. Ganz einfacher Aufbau rundherum, nichts Besonderes. Und ich glaube, man sieht auch die Frau dadurch. Ja, Teile, die eigentlich jeder zu Hause hat. Moment, ja genau, man sieht sie. Und dann ist hier auf so einem Haken ein Umhang aufgehängt. Wir haben uns hier für einen roten entschieden. Ja. Und wenn du das Ganze mal umdrehst, siehst du, dass hier eine Frau kniet. Das heißt, die hat die Beine absichtlich verkehrt rum montiert, dass sie so knien kann. Und in ihren Händen hält sie 2 Stöckchen, an denen 2 solche Chima-Figuren Köpfe montiert sind. Und da spielt sie irgendeine lustige Szene nach. Und wir haben auch, glaube ich, schon 2 Kinder irgendwo platziert, die... Oh. Ich habe schon wieder irgendwie die Übersicht verloren. Aber wir finden sie sicher irgendwo und da wollten wir eben das hinstellen und dann die 2 Kinder davor. Aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Was ich auch cool gefunden hätte, ist eben, wenn der Kasperl da wirklich dem da eine überzieht. Aber gut. Vielleicht holen wir das. Es gibt sogar, ich glaube, das ist bei diesem legendären, ich schaue nur, ob ich diese beiden Kinder jetzt noch irgendwo finde. Keine Ahnung, wo die hingekommen sind. Aber gehen wir mal zum Vergnügungspark. Ja. Es gibt auch bei diesem legendären Karussell, ich glaube 10196 ist da die Setnummer. Okay. Da gibt es auch wirklich solche Kasperlfiguren und auch die Mützen von denen. Oh no, es wird immer schlechter hier. Rita kommt hier wirklich schon sehr schlecht durch. Es wird bald die Zeit sein, wo sie dann nur mehr außen herum gehen kann. Die wären auch noch interessant. Wir haben uns jetzt mal für einen Bären und ein Krokodil entschieden. Hauptsache, es geht sich gerade noch aus. Hier im Winterdorf sind wir auch noch immer. Danke für eure tollen Kommentare in Bezug auf den Sessellift. Den werden wir vielleicht sogar noch ein bisschen umbauen. Ja. Da habt ihr uns ja total coole Details und Vorschläge geschickt. Wir haben nur leider technikmäßig sehr wenig Ersatzteile. Also da werden wir uns sicher irgendwann wieder mal kümmern. Hier wurde ein bisschen Schnee verlegt und ein paar kleine Details, ein paar so Weihnachtsmarktstände sind aufgebaut. Auch, ich glaube, die was in den Bus einsteigen, das war auch noch nicht. Genau, da gibt es auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten. Wir haben auch den Stein jetzt mal hier hingestellt. Keine Ahnung, ob er hier bleibt, aber er steht jetzt hier mal. Hast du das Portal auch schon hergezeigt oder wo willst du jetzt eigentlich hin? Ich will mit dir zum Vergnügungspark gehen. Ja. Genau, wo wir einerseits jetzt hier einen neuen Zwischeneingang zur Achterbahn haben. Und zwar haben wir hier das Hidden Side Portal. Genau. Und ihr erinnert euch sicher an das Portal, das vorher da gestanden ist. Das habe ich da vorne platziert. Genau. Weil ich mir gedacht habe, an sich ist das ja ganz nett, aber irgendwie ist das noch cooler.
Das sehe ich genauso. Ja. Wir haben auch hier erweitert beim Dinosaurierpark. Das ist ja so ziemlich die vollste Gegend des Vergnügungsparks. Das ist auch der älteste Teil des Parks. Der ist halt, ja, historisch betrachtet damals noch sehr klein gewesen. Und zwar haben wir uns hier diese Baby-Dinosaurier-Aufzuchtstation gekauft. Die hat es mal ganz günstig bei Müller gegeben, glaube ich. Das heißt, die ist jetzt hier eingebaut. Hier können die Leute Baby-Dinosaurier streicheln. Ich weiß nicht, sind das Animatronics? Ich gehe davon aus. Und hier alle möglichen Daten zu den Eiern anschauen. Sind doch echte Baby-Dinos. Ja, natürlich. Hier auf jeden Fall haben wir ein paar so Schilder. Vielleicht habt ihr die mal bei einem Haul gesehen. So durchsichtige Schilder, die aus der Jurassic Park Serie kommen. Die haben wir hier auch aufgestellt. Da können sich die Leute dann zu ihren Urahnen informieren. Ich würde gerne, aber das musst du dann später du machen, vielleicht das das Kasperltheater da hinten zu dieser anderen Bühne irgendwo in die Nähe stellen, dass quasi, je nachdem wie alt man ist, sich dann verschiedene Theater anschauen kann. Aber da komme ich nicht hin. Das heißt, wenn man erwachsen ist, kann man sich hier auf der Ghostbusters-Bühne das etwas gruseligere Theater anschauen. Genau. Und für die Kinder ist rechts oder links daneben dann die etwas, ja, nennen wir es kindergerechte Unterhaltung. Warum auch nicht? Das finde ich sehr nett. Und da ist auch noch ein bisschen Platz hinter den Bänken, also vielleicht würde sich das ausgehen. Das kann durchaus sein, dass sich das ausgeht. Ich stelle es mal hier. Wir stellen es mal hier. Ich glaube, ein Detail haben wir noch, was wir euch zeigen können. Nein, eigentlich zwei. Müssen wir dann nachher noch zum Stadtplatz zurückgehen. Wir haben hier jetzt erstens mal, das habe eigentlich ich gemacht, eine Toilette postiert. Rita hasst ja Toiletten. Ich weiß nicht warum. In keinem unserer Mocks gibt es Toiletten, weder in unseren Elternhäusern noch im Einkaufszentrum. Aber hier ist ein Klo. Leider ist irgendwas mit der Spülung nicht in Ordnung. Da muss der Klempner kommen. Super Mario, wo bist du? Das ist keine Eigenproduktion, das war bei irgend so einem Lego Movie 2 Set dabei. Aber was neu ist, ist hier dieser Geldautomat. Da haben wir uns auch inspirieren lassen von Ideen aus diesem Buch und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus hier mit dem Geldschein, was den Leuten natürlich sagt, dass sie hier Geld abheben können und das, der Bildschirm und das Wählpad, also das ist ganz nett. Wir versuchen jetzt immer mehr solche kleinen Details in die Stadt zu integrieren. Rita, wo bist du? Hier, denn ich habe noch etwas herzuzeigen. Aber was wolltest du sagen? Ja, kleine Details integrieren oder große Details integrieren. Und zwar? Auf etwas, was ich sehr stolz bin. Ich habe die Bühne hier hergestellt und ich weiß nicht, wie du das am besten filmst, aber gar nicht. Da kommt man sehr schlecht hin. Das sind vom Lego Movie 2 diese Band, habe ich hier aufgestellt. Die spielen da und ihr seht, dann kannst du ja schwenken auf die andere Seite, damit man das Publikum gut sieht. So. Durch oder ausgeflippte Leute, die hier im Publikum stehen, manche mit einer Einhornmaske, mit einer Elefantenmaske, die andere hat einfach nur extrem wilde Haare und ich habe mir gedacht, das passt einfach. Und die sehen sich eben gerade das Konzert hier am Hauptplatz oder an einen unserer Hauptplätze an. Und ich finde, das ist echt gut geworden. Sieht ganz cool aus, also fast wie eine J-Pop oder K-Pop-Band. Die sind ja auch sehr oft so kostümiert. Genau, also die Bühne ist ja toll aus dem Stadtplatz-Set. Wir haben die jetzt mal hier eingebaut. Und das sieht, finde ich, auch ganz cool aus irgendwie mit den Sängerinnen, die hier alle verkleidet sind und auch die Fans. Und wenn ihr schaut, wir haben den Platz auch hier jetzt auf dieser Seite fast fertig zusammengebaut. Das Einzige, was uns fehlt, sind diese 1x2er in Dark Tan. Die haben wir schon nachbestellt. Auch hier jetzt der Zaun, der auf der Rückseite die Bahngleise abtrennt vom Stadtgeschehen. Hier habe ich mal mit den etwas breiteren Waggons probiert, ob sich das ausgeht. Das ist knapp, aber das passt ideal. Übrigens, der Maersk-Waggon ist extrem behäbig in den Kurven, weil er so lang ist. Und dieser Tankerwaggon ist 8 breit. Da muss man also immer ein bisschen schauen, ob sich das ausgeht, aber das passt ideal. Hier ist noch ein Hotdog-Stand, hier auch ein kleiner Geldautomat.
Und dann haben wir also hier diese Ecke auch total cool ausgefüllt, hier mit den Sitzplätzen vor der Pizzeria. Das heißt, dieser Stadtplatz ist jetzt auch mehr oder weniger fertig, bis auf ein paar Figuren. Genau. Aber gut, die kommen dann noch dazu. Richtig. Das letzte, was wir euch noch zeigen können, sind hier, da haben wir noch nicht überlegt, jetzt wo auch ein neues Creator-Set rauskommt, wo eine Giraffe dabei ist, sind wir wirklich am Überlegen, ob wir den Zoo nicht ein bisschen erweitern. Mal sehen, ob wir da die Zeit und auch den Platz dazu haben, aber es könnte sein, dass der Zoo noch ein bisschen wachsen wird. Müssen wir schauen. Ich habe auch schon an ein Layout gedacht, das sich irgendwie hier in so eine Kurve integriert. Müssen wir schauen. Ich habe auf jeden Fall hier jetzt mal diesen tollen 10-1-3-2 Bahnübergang hinten geschlossen. Das heißt, im Erdgeschoss eine Tür und ein Fenster eingebaut. Und im ersten Stock auch so ein Fenster. Da musste ich das Layout um eine Noppe nach hinten erweitern, weil sich das sonst mit diesem Bedienfeld des Zugkontrolleurs nicht ausgegangen wäre. Es sieht aber eigentlich ganz cool aus. Wir haben da noch so rote Fenster gehabt, die integrieren sich ganz gut in das Set rein. Und das ist hier also mit so Inverted Slopes gelöst, dass der hier jetzt hinten auch zu ist, denn hier wird sich einiges tun. Der Platz hier wird natürlich verbaut. Hier haben wir noch einen zweiten Geldautomat von einem anderen Bankinstitut, das als Logo so einen goldenen Phoenix hat, so einen Phönix. Und hier ist auch lustigerweise 100 $ oder 100 € sind hier ausgegeben worden, aber hier steht gar niemand. Also der Nächste, der hier hinkommt, wird sich freuen. Ja. Und wir haben auch aus Vorlage aus diesem Lego-Buch haben wir hier jetzt noch eine Telefonzelle gebaut, die auch sehr nett aussieht. Klassisches Design mit Wählscheibe und so weiter. Gibt es sowas überhaupt noch? Ich kenne sie eigentlich nicht mehr, nur mehr aus meiner Kindheit, aber für die Lego-Stadt wird es das wohl tun. Und auf der Hinterseite ein Wanted-Schild. Dann hat man nämlich direkt, wenn man hier Geld abhebt und rein zufälligerweise steht der Dieb mit der Pistole in der Hand hinter einem, sieht man gleich, wer es sein könnte. Ja, aber Ganz Hauptsache, so ein guter Dieb kann es nicht sein, denn wenn hier 100 € oder was auch immer da drinnen sind und keiner nimmt die, dann ist er doch kein guter Dieb. Sehr seltsam, da hast du vollkommen recht. Und hier haben wir jetzt mal dieses Christian Andersen-Set hingestellt, weil das wirklich nicht so winterlich war. Ein paar von uns haben ja gesagt, dass das Set zwar schön aussieht im Winterdorf, aber es ist nicht wirklich winterlich. Wir wissen noch nicht, was wir damit tun. Nee. Gut. Mir fällt noch was ein, ja. Was Das denn? Video ist schon wieder etwas länger als geplant, aber das macht nichts. Wir haben das City Diner, welches ja auch bei dem Stadtplatz dabei war, jetzt hier in diese Ecke unter der Monorail eingebaut. Und wir wissen noch nicht, was da daneben oder dahinter kommt, aber das sieht jetzt eigentlich auch ganz nett aus. Wie gesagt, die 1x1er Fliesen fehlen uns leider noch immer, die sind noch nicht gekommen. Aber ich glaube, da müssen wir dieses Jahr im Legoland mal ein bisschen zuschlagen. Da gab es die ja in der Fabrik in rauen Mengen. Wir haben aber leider auch raue Mengen schon verbraucht dafür. Ja, leider. Okay. Das stimmt. Dann melden wir uns heute ab. Das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Szenerie im Hintergrund. Müsste man ein bisschen weiter... bist du nicht mehr im Bild? Doch. Hallo. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Freut uns wirklich sehr. Danke auch für eure Kommentare. Ja. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir noch so an kleinen Details in die Stadt integrieren können. Rita ist da immer ganz offen und neugierig, was es Neues gibt. Ja, denn auf vieles denkt man nicht, eben zum Beispiel wie das Kasperltheater. Ich denke mir, eine super Idee, aber da hätte ich einfach... Das ist irgendwie schon so weit weg, dass ich gar nicht drauf gedacht hätte. Aber mir gefällt es sehr gut. Sehe ich genauso, ja. Dann fährt hoffentlich auch bald wieder mal ein Zug. Ja. Ich habe vor, jetzt in der nächsten Zeit mal die zweite Episode zum 9 Volt Spezial zu machen. Hoffentlich lässt mich Rita das. Natürlich. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.